Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 181 auf dem afrikanischen Kontinent und mein Kumpel Josh und ich sind die letzten beiden Tage eine Abkürzung durch das Landesinnere gefahren, was sich als keine Abkürzung herausgestellt hat. Trotzdem sind wir froh, diesen Weg gefahren zu sein, da wir ein paar echt intensive Momente erlebt haben. Da unten fließt der Congo River. Wir haben es bis zum Congo River geschafft. Das Einzige, was uns noch von der Demokratischen Republik Kongo trennt, ist die gute alte afrikanische Grenzbürokratie. Mal schauen, wie die hier drauf sind. Boah, wir haben es gestern einfach noch über die Grenze geschafft. Aber es war ein harter Tag. Der Grenzübergang war mal wieder das absolute Chaos. Diesmal sehr viel weniger offiziell als die letzten Grenzübergänge. Überall nur heruntergekommene kleine Holzhütten, in denen es tatsächlich eine Art Prozess gibt, um sich durch den Bürokratiedschungel zu quälen. Nebenan Hühner, Straßenhunde und Ziegen. Nichts ist digital und Personalien werden in ein großes Buch geschrieben. Für Einheimische hier mag der Prozess noch einigermaßen verständlich sein. Für reisende Touristen mit eigenem Auto, die dazu die Sprache nicht sprechen, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich in den Strom zu begeben und darauf zu vertrauen, dass es irgendwann weitergeht und man mit den richtigen Personen quatscht. Nach vielen Stunden in verschiedenen Hütten, in denen lieber das Fußballspiel geschaut worden ist, als uns zu helfen, sind wir dann irgendwie doch endlich in der Demokratischen Republik Kongo angekommen und müssen aber noch im Dunkeln irgendeinen Platz zum Pennen finden, was sich in Matadi als extrem zäh erweist. Naja, fahren wir. Man glaubt es kaum, aber hier regeln doch tatsächlich Polizisten den Verkehr. Also denken sie zumindest. Am Ende fährt trotzdem jeder, wie er will. So fahren wir sicher noch 2 Stunden durch die Stadt, bis wir ziemlich kaputt endlich ein christliches Kloster finden, auf dessen Grundstück wir über Nacht parken dürfen. Das Kloster ist tagsüber eine Schule und Ausbildungsstätte, die wir mit unserer Anwesenheit etwas aufmischen. Security! Sorry an alle Lehrer dort, aber es war einfach zu witzig, wie die Kids abgegangen sind. Danach geht es vorbei an der Klosterwerkstatt, weiter in die Stadt, um eine SIM-Karte und andere Dinge zu organisieren. Schon jetzt sind wir uns einig, die Demokratische Republik Kongo ist komplett anders. Die Demokratische Republik Kongo ist eines der bevölkerungsreichsten Länder Afrikas mit über 100 Millionen Einwohnern und einer Fläche von etwa 2,34 Millionen Quadratkilometern, was sie rund 6-mal größer als Deutschland macht. Etwa 60% der Landesfläche sind von tropischem Regenwald bedeckt, der mit rund 1,4 Millionen Quadratkilometern den größten zusammenhängenden Tropenwald Afrikas bildet und weltweit nach dem Amazonas der zweitgrößte ist. Kinshasa, die Hauptstadt, zählt über 17 Millionen Einwohner und ist das politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Die Geschichte der Demokratischen Republik Kongo ist von Kolonialismus, Gewalt und politischer Instabilität geprägt. Nach der Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960 folgten Jahrzehnte politischer Unsicherheit, die durch die Diktatur und anschließende Konflikte, die als Kongo-Kriege bekannt wurden, gekennzeichnet sind. Diese Kriege haben Millionen von Menschen das Leben gekostet und das Land weiter destabilisiert, insbesondere in den östlichen Regionen, die bis heute von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Die Wirtschaft der Demokratischen Republik Kongo basiert stark auf natürlichen Ressourcen. Das Land verfügt über immense Reserven an Mineralien wie Kupfer, Kobalt und Diamanten, was es zu einem bedeutenden Exporteur macht.
Trotz dieses Reichtums lebt ein großer Teil der Bevölkerung in Armut, bedingt durch schwache Infrastruktur, politische Instabilität und Korruption. Der Human Development Index der Vereinten Nationen, der auf Lebensstandard, Bildung und Lebenserwartung basiert, bietet eine umfassende Messung der Armut und des Entwicklungsstands. Im Jahr 2022 belegte die Demokratische Republik Kongo Platz 179 von 191 Ländern, was auf extrem schlechte Lebensbedingungen hindeutet. Die Armut zeigt sich insbesondere im mangelnden Zugang zu grundlegender Infrastruktur. Nur etwa 19% der Bevölkerung haben Zugang zu Elektrizität, was im Vergleich zu vielen afrikanischen Ländern extrem niedrig ist. In ländlichen Gebieten sind die Lebensbedingungen besonders schlecht, mit begrenztem Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und zu Gesundheitsversorgung. Kulturell ist die Demokratische Republik Kongo äußerst vielfältig, mit über 200 ethnischen Gruppen und zahlreichen Sprachen. Traditionen, Kunst, Musik und Tanz spielen eine zentrale Rolle im Alltag. Die dominierende Religion ist das Christentum, das von etwa 80% der Bevölkerung praktiziert wird. Trotz ihres Rohstoffreichtums gehört die Demokratische Republik Kongo zu den ärmsten Ländern der Welt. Das Pro-Kopf-BIP liegt bei etwa 600 bis 700 US-Dollar und rund 73% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Im Vergleich zu anderen ressourcenreichen afrikanischen Ländern wie Nigeria oder Angola, die ebenfalls mit Korruption und Ungleichheit zu kämpfen haben, sind die Lebensbedingungen in der Demokratischen Republik Kongo jedoch noch weitaus schlechter. Die Herausforderungen sind groß, aber das Potenzial, das in den natürlichen Ressourcen des Landes steckt, bietet langfristig Möglichkeiten für eine bessere Zukunft. Auch wenn wir hier nur ein paar Tage sein werden, da es schon sehr bald weiter nach Cabinda und die Republik Kongo geht, so sind wir doch sehr gespannt, welche Erfahrungen wir hier machen werden. Was uns hier sofort auffällt, ist, dass die Mehrheit der Menschen, die am Straßenrand schweres Holz und andere Güter auf dem Kopf durch die Gegend transportieren, Frauen sind. An dieser Stelle ist mir leider Filmmaterial verloren gegangen. Wir fahren bis in die Nacht hinein zu einer Forschungsstation inmitten des Dschungels. Morgens sehen wir dann erstmal so aus. Die nächsten Monate durch die Regenwaldgebiete werden hart. Hier im Regenwald lebt einfach alles und es würde keine 5 Minuten dauern, bis dein Butterbrot Beine bekommt. Die Verwaltung hier ist so fortschrittlich unterwegs wie deutsche Ämter. Aber jetzt machen wir erstmal eine Dschungeltour, bevor wir weiterfahren. So, wir waren jetzt letzte Nacht bei einem Dschungelcamp, haben da heute Morgen noch eine Dschungeltour gemacht beim Luke Conservation Center. Die untersuchen da irgendwelche Bäume und keine Ahnung was. Sind jetzt noch nach, wie heißt es, Bumpa? Bupa. Keine Ahnung, wir wissen nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gerade Richtung Cabinda und daneben uns ist der Kongo. Ja, wir standen gerade im Stau, bestimmt eine weitere Dreiviertelstunde oder so, halbe Stunde, weil gerade scheinbar der Präsident vom Kongo hier durchgefahren ist. Und Alter, waren einfach so Militärtypen.
die mit was für Waffen ausgestattet waren? MG50 und also auf einem Pickup 3 MG50 montiert gehabt. Also so richtig fette Teile, Maschinengewehr. so richtig fette Maschinengewehr. Also ich meine, es war auf jeden Fall eine wichtige Person, ob es der Präsident war, keine Ahnung, das hat mir der LKW-Fahrer gesagt. Aber jetzt hoffen wir, dass wir noch bis zum Mangrovenpark kommen und dann machen wir morgen wahrscheinlich noch eine Tour dort mit dem Boot. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Wir haben nur auf der Karte gesehen, dass wir an einem Mangroven-Nationalpark vorbeifahren. Klar wollen wir das sehen. Das Problem nur, dass dieser, wie wir später erfahren, nur mit dem Boot zu besichtigen ist. Wir fahren auf einem Trampelpfad, der immer enger wird, einfach Richtung diesen Park. Mehrmals überlegen wir wieder umzudrehen und stehen nach einigen Kilometern plötzlich in einem Dorf. Leider sind auch hier Aufnahmen verloren gegangen. Wir fahren also in das besagte Dorf, in dem sich innerhalb kürzester Zeit das gesamte Dorf neugierig um unser Auto versammelt. Wir versuchen zu erfragen, wer der Dorfchief ist. Kurze Zeit später dürfen wir direkt vor der Hütte des Chiefs parken und dort die Nacht verbringen. Doch bevor wir an Schlaf denken können, werden uns Stühle neben den Dorfältesten aufgestellt und wir beginnen mit Google Translate eine sehr langsame und oft missverständliche Unterhaltung mit den Einheimischen. Um uns herum bildet sich eine Menschentraube mit bestimmt 100 Leuten, die über die gesamte Zeit der Unterhaltung neugierig uns, die fremden Weißen, beobachten. Ich bin mir sicher, 99% dieser haben in ihrem Leben noch nie Weiße gesehen. Selbst der Englischlehrer des Dorfes kann nur ganz basic Englisch und so dauert es wirklich lange, bis wir ihnen zu verstehen geben können, dass wir als Touristen die Mangroven sehen möchten und irgendwie hier gelandet sind. Dieses Dorf ist wirklich basic, es gibt keinerlei Elektrizität, kein fließendes Wasser, es wird nur mit Feuer gekocht, Essen selbst angebaut und selbst der Dorfchief kackt hinter seinem Haus in ein Loch, welches für unser Verständnis von Hygiene wirklich abartig ist. Trotzdem sind wir extrem dankbar darüber, dass wir hier direkte Einblicke in ein so anderes Leben erhalten dürfen und uns die Einheimischen sogar am nächsten Tag noch mehr zeigen möchten. So, let's go. Flo ist da hinten auf dem Boot. Und jetzt geht's ab in die Mangroven. Oh, Krokodil jetzt auch. Flänkle-Fans. Ey, es ist so krass, wir sind jetzt gerade mit denen unterwegs hier in den Mangroven, auch in so Einbäumen. Ich habe echt Schiss um meine Kameraausrüstung aktuell. Lieber einen Körperschwerpunkt tief lassen. So. Okay. Der putzt die Zähne. One bill for her.
Nice. Hey. Nice. Bye. Okay. Alright. Was für ein Erlebnis hier. Danke, dass ihr uns eine Nacht bei euch aufgenommen habt. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Nach mehreren Kilometern Offroad, die mein Cruiser mit links wegsteckt, stehen wir erneut an einer Landesgrenze. Wir warten und essen eine eklige Fischsuppe und warten immer noch. Stunden vergehen, doch nichts geht voran. Uns wird nur gesagt, dass der oberste Chef der Grenze ein persönliches Meeting mit dem Präsidenten hat und dadurch niemand anderes abstempeln kann. Alright. Ich lieg gerade im Dachzelt, mitten an der Grenze, direkt neben dem Immigrationsgebäude. Da unten ist der Josh und hört Bob Marley. Wir warten gerade einfach, dass unser Passport gestempelt wird. Mann, die Grenzen in Afrika, ich sag's euch. Jetzt schlafe ich erstmal eine Runde. Wir haben für heute auch schon aufgegeben und überlegen direkt an Ort und Stelle zu nächtigen. Plötzlich passiert dann doch endlich was und kurze Zeit später stehen wir in Cabinda. Auf die Unzuverlässigkeit und Willkür der Prozesse hat man sich fast schon gewöhnt. Aber ehrlich gesagt würde mich wirklich interessieren, woran es manchmal liegt, dass einfach nichts geht und dann ganz plötzlich alles wieder läuft. Sympathie, Zeitstress, plötzlich Aufkommen der Arbeitsmotivation, der Chef, der dir sagt, leg dein Handy weg und lass die Touris durch, keine Ahnung. Und diese Grenzübergänge werden auch immer ein Rätsel bleiben. Wir sind einfach froh, wieder ein Stück weiter gekommen zu sein. Wir haben einfach irgendwie 11:30 und der Josh ist hier am Verrecken. Ja, du auch. Es sind Musst jetzt gar nicht so tun. 26 Grad. Und schwül ist es. Alter. Richtig schwül. In der Woche bist du wieder im Schnee. Denk mal, wie geil das jetzt wäre. Boah, für das wird so viel gehen. Am nächsten Morgen dann ein Wecker der anderen Art.
Nach gerade einmal 24 Stunden in Cabinda, was ja wieder zu Angola gehört, überqueren wir dann auch schon die Grenze in die Republik Kongo, was sogar überraschend easy ist. 24 Stunden, die wieder voller Erlebnisse waren. Wir haben mit ein paar Jungs Mangos vom Baum geklaut, wurden bei Einheimischen zum Essen eingeladen, haben diesen Klang des Chors bestaunt, was absolut geile Vibes verbreitet, und haben Kids getroffen, die anstatt ein Handy zu besitzen, einfach eins gebastelt haben. Die erste Nacht verbringen wir irgendwo neben einer Erdölanlage, bevor wir dann ein paar Einblicke der Stadt Pointe-Noire bekommen. Es ist hier wieder sehr krass, die Kluft der Armen und Reichen zu sehen. Weißt du, da ist man einfach einmal kurz im Flughafen, will seine SIM-Karte holen, kommt zurück und dann Fußfessel am Auto. Die will auch Geld verdienen. Geiler Die will auch Scheiß. von was leben. Abends fahren wir dann noch raus aus der Stadt und finden einen geilen Ort direkt am Wasser. Das ist einfach brutal heftig! Der Josh steht da drinnen. Die Welt geht runter! Guck mal, eine Sekunde auf! Wow. Yeah. Alter! Ich wollte eigentlich jetzt hier in den Süßwasserfluss noch kurz baden und mich fresh machen, aber der Fluss hat eine ganz ekelhafte Farbe angenommen. Ich meine, es ist dunkelbraun bis schwarz. Also genau an der Stelle gestern, wir waren da oben, also direkt 15 Meter von dem Fluss entfernt, sind noch Leute in so Gewändern da runtergelaufen. Dann wurden da einfach 3 Leute noch getauft. Und dann haben wir uns noch gefragt, es waren Katholiken, die getauft wurden, die wurden 7-mal mit dem Kopf vom Pastor ins Wasser gedrückt und wurden gewaschen. War noch ganz spannend anzusehen. Also da läuft einfach einer in aller Seelenruhe mit einem Haufen Äste auf dem Kopf am Strand in diesem Pisswetter rum. Das ist unglaublich. So gut? Da zieht euch rein die heutige Realität mit dem Müll an den Stränden, wenn es niemand aufräumt. An den Urlaubsorten, wo viele Deutsche hingehen, sieht man sowas gar nicht. Einfach weil es da Leute gibt, die das aufräumen, aber das wird jeden Tag neu angespült, es kommt neuer Müll, neuer Abfall, hier wird wieder mitgenommen. Einfach völlig krass, was man hier alles findet. Okay, es wird echt. Ich gehe gleich ins Auto. Das tut schon weh auf der Haut, weil das so stark runterprasselt. Und
einfach nicht schlimm. Nur noch 3 Tage, bis Josh wieder zurück in die Schweiz fliegt und ich wieder auf mich alleine gestellt bin. Auf der Fahrt nach Brazzaville, von wo er zurückfliegt, werden wir von einem sehr wütenden Polizisten angehalten. Scheinbar hätten wir Bilder von ihm gemacht und er verlangt, alle Bilder aus der Republik Kongo von meiner Kamera zu löschen. Es eskaliert etwas, sodass sich direkt wieder Schaulustige dazugesellen, was bei den Gringos so abgeht. Zum Glück sind wir nun schon etwas länger hier und wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Sich nicht verunsichern lassen, ruhig und respektvoll bleiben, die Autorität der anderen Person anerkennen, geduldig bleiben, klar kommunizieren, bei Korruption und Ungerechtigkeiten die nächsthöhere Ebene verlangen, den Vor- und Zunahmen der Person inklusive Ausweis verlangen und wenn das alles nichts hilft, dann wurde mir ernsthaft empfohlen, einfach den Verrückten zu spielen. Sich auf den Boden rollen, Autoschlüssel wegwerfen, sich im Kreis drehen, dann lassen sie dich schon irgendwann in Frieden ziehen. Wir haben riesiges Glück, diese Route gefahren zu sein, da ich von einem Bekannten ein Video direkt aus Kinshasa geschickt bekomme. Die Stadt ist regelrecht abgesoffen und es gab viele Tote. In der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen mehr als 120 Menschen ums Leben gekommen. Flänkle. Was sind deine ersten Eindrücke von Kinshasa? Nein, Brazzaville. Brazzaville, hey, Brazzaville ist richtig Deluxe. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel Luxus überall ist und man echt ganz normale Restaurants findet und sonst was. Klar sehen manche Straßen abgefuckt aus, aber ja, im Großen und Ganzen ziemlich geil hier. Und nicht so chaotisch wie ich in Kinshasa gehört habe. Hier gibt es nicht so Gangs und so Zeug. Als ich das Bild vom Krokodil mache, will mich die Verkäuferin schlagen. Krokodil darf hier nicht gefangen und verkauft werden. Das Krasse ist, dass diese noch gelebt haben. So, und so schnell gehen 2 Wochen vorbei. Der Josh ist jetzt noch, keine Ahnung, 2-3 Stunden hier, bevor ich ihn zum Flughafen fahre. Es ist 6:30 am Morgen. Die letzten 3 Nächte haben wir hier im Innenhof von so einem Hotel gestanden und haben gestern beide noch eine chillige neue Frisur bekommen. Der Josh mit seiner afrikanischen Frisur. Josh, wie hat's dir gefallen hier? Ja, also ich weiß grad gar nicht, aber die ganze Nacht ist der verdammte Generator gelaufen. Also genauso laut, wie wir es jetzt hören. Und wir standen direkt daneben. Und er hatte keine Oropax, ich hatte nur ein paar. Nein, aber Afrika ist ein wahnsinnig cooles Land. Sie können das alle bereisen, das ist so lässig. Also vorhin war er noch anderer Meinung. Hat sich voll über alle Leute aufgeregt und so. Und über den Polizist und so. Nee, aber war richtig geil. Wir haben in 2 Wochen echt mega viel gesehen und erlebt und gemacht. Und ja, wird wieder eine andere Zeit, jetzt allein auch weiterzureisen. Ich bin schon langsam ein bisschen nervös. Alter, mir gefällt die Frisur. Eigentlich wollte ich mich gar nicht rasieren, bis ich wieder daheim bin, aber ich habe mir nicht mehr gefallen. Sieht aus wie der letzte Obdachlose. So, jetzt packen wir hier noch schnell zusammen und dann heißt's verabschieden. Ich habe noch mein Gabon-Visa vor 2 Tagen bei der Embassy hier gemacht und kann das nachher abholen und fahre eigentlich schon in 2-3 Tagen dann wahrscheinlich über die Grenze drüber.